Eine kleine Geschichte der antisemitischen Propaganda. Antisemitische Propaganda auf einer 1000 Mark Reichsbanknote. Karl Radek, eigentlich Karol Sobelsohn, wurde 1885 im galizischen Lemberg geboren, das damals zu Österreich-Ungarn gehörte. Er stammte zwar aus einer jüdischen Familie, bezeichnete sich selbst aber als Atheisten. Er war als Journalist und Politiker in Deutschland, Polen und Russland tätig, war Mitglied des Zentralkomitees der KPDSU und gehörte zur Opposition um Trotzki. Zwischenzeitlich nach Sibirien verbannt, unterwarf er sich 1929 der offiziellen Linie der Partei, konnte wieder als Journalist arbeiten und leitete 1934 mit einem Artikel in der Pravda die Vergöttlichung Stalins ein. 1923 war er im Auftrag der Kommunistischen Internationalen aus Moskau nach Deutschland gekommen, um im Ruhrgebiet einen kommunistischen Aufstand zu organisieren. 1937 kam er als ehemaliger Trotzki-Anhänger vor Gericht. Ein Todesurteil wurde zwar in 10 Jahre Arbeitslager umgewandelt, das er jedoch nicht überleben sollte. Warum ist der Propagandageldschein ein besonders interessanter historischer Zeitbeleg? Die besondere Beachtung, die Banknoten geschenkt wird, wurde dazu benutzt, um Scheine als Träger für Werbung und Propaganda zu verwenden. Die Banknote ist ein Zeugnis für den Weg des Geldes, als universelles Tauschmittel zum Mittel von Kommunikation und schließlich Propaganda. Der konkrete Geldschein mit dem Aufdruck Sowjetjude Radek ist im Kontext anderer Antisemitiker der Zeit und im Kontext der Wahlkämpfe bis 1933 zu sehen. Besonders nach 1923 lag es für rechte Parteien nahe, die Symbole der vergangenen Inflation zu nutzen, um sie als Propagandamittel zu benutzen. Die politische Rechte nutzte die soziale Lage der Inflationszeit, um die Erwerbslosen gegen jüdische Einwanderer aufzuhetzen. In der antisemitischen Propaganda war der sogenannte Ostjude ein Symbol für den Fremden per se. Offiziell noch gültige, aber eigentlich wertlose Geldscheine bedruckten die Nationalsozialisten, aber auch andere rechtsnationale Parteien auf der Rückseite mit antijüdischen oder antikapitalistischen Karikaturen.